Mein Impuls ist, sinnvoll und verantwortungsbewusst mit Licht umzugehen. Jeder Mensch hat eine innere Uhr und diese innere Uhr wird von der äußeren Umgebung gesteuert. Dazu gehört insbesondere der Licht-Dunkel-Wechsel. Es gibt eine Nervenbahn, die vom Auge zur inneren Uhr geht und da Nervenimpulse setzt und unserem Körper und dem Rest des Gehirns signalisiert, es ist Tag oder es ist Nacht. Ich habe ein Bild von Ferdinand Hodler ausgewählt. Was hier sehr schön gezeigt ist, ist das natürliche Spiel von Tageslicht. Die Wichtigkeit der Farben Blau und Gelb. Wir haben eben am Abend oder am Morgen insbesondere einen starken Farbkontrast bei unterschiedlichen Teilen, wenn man sich jetzt ein Bild anschaut, zwischen dem blauen und dem gelben Licht. Wir sehen hier blaues Tageslicht, wir sehen aber auch Orangetöne und diese sind natürlich sehr wichtig für die Einstellung der inneren Uhr. Die innere Uhr ist ganz speziell eingestellt auf kurzwelliges Licht, auf blaues Licht. Und blaues Licht gibt der inneren Uhr letztendlich ein Signal, dass es Tag ist. Für uns ist die Dämmerung tatsächlich in der Chronobiologie sehr wichtig, weil wir eben da auch die Möglichkeit haben, experimentell die innere Uhr zu manipulieren. Licht am Morgen verschiebt unsere innere Uhr nach vorne, Licht am Abend verschiebt sie nach hinten. Das heißt, wenn Sie Spättyp sind und eigentlich lieber Frühtyp sein wollten, dann sollten Sie sich möglichst früh am Morgen viel Licht aussetzen. Für die innere Uhr ist Lichteinstrahlung sehr wichtig und natürlich müssen wir da auch anschauen, wie viel Licht kommt denn überhaupt in der Netzhaut an. Was wir hier sehen in dem Concetto Spaziale, in dem Raumkonzept, ist kein Gemälde, sondern räumliche Struktur, die dadurch kommt, dass etwas nicht da ist. Das sind Löcher. Was mich hier insbesondere reizt, ist, dass ich da eine Analogie sehe zum menschlichen Auge. Üblicherweise ist es ja so, dass durch Licht oder Beleuchtung Raum geschaffen wird. Und hier wird eigentlich durch die Abwesenheit von Objekten Raum geschaffen. Hinter den Öffnungen ergibt sich ja eigentlich nur ein schwarzer Raum. Und dadurch entsteht diese räumliche Struktur. Da gibt es eine schöne Parallele zu der menschlichen Pupille. Auch da gibt es eigentlich kein Objekt, sondern das Fehlen eines Objektes. Wenn wir das Licht jetzt ausmachen, würde sich die Pupille innerhalb von 500 Millisekunden, innerhalb von einer halben Sekunde vergrößern. Wenn wir das Licht dann wieder anmachen, wird sich die Pupille innerhalb von 500 Millisekunden wieder verkleinern. Wir nehmen die Pupille als Marker für die Aktivität der Netzhaut. Als letztes Werk, was ich ausgewählt habe, geht es um Spectrum von 1979. Ich habe das Werk ausgewählt, weil es einen zentralen Gegenstand meiner Forschung abbildet und das ist das Spektrum von Licht. Das visuelle Spektrum ist der Teil von elektromagnetischer Strahlung, die für das menschliche Auge sichtbar ist. Wenn wir uns das hier anschauen, dann ist es so angeordnet, dass wir die kurzen Wellenlängen quasi hier vorne haben und die langen Wellenlängen, also rot, hinten. Wir verwenden Spektren von Licht, um letztendlich biologische Mechanismen zu exponieren, um sie zu charakterisieren. Wir können natürlich in unserer Umgebung Licht so gestalten, wie wir wollen. Und auch zu Hause können wir natürlich am Abend, kurz bevor wir ins Bett gehen, die Lichtbedingungen eher so gestalten, dass diese innere Uhr eben nicht angesprochen wird. Und das ist auch das, was wir üblicherweise empfehlen. Eher orangenes, eher rotes Licht am Abend als blaues Licht. Allgemein gesehen ist die Gestaltung, die Verwendung von Licht etwas, was wir bewusster machen sollten und eben auch informiert oder motiviert durch die zugrunde liegende Biologie. Diese Art von Forschung hat natürlich auch wirklich Anwendungen in der echten Welt. Dementsprechend arbeiten wir eben auch an Themen, die dann praxisrelevant sind, viel Wissenschaftskommunikation und eben wirklich dieses Wissen zu versuchen, in die Gesellschaft zu bringen.